Metabo hat einen rausgehauen. Hat Metabo hier die Säge mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis gemacht? Wir werden es in diesem Video rausbekommen. Denn Metabo hat gesagt, wir haben ein Ziel. Wir wollen eine möglichst günstige Säge herstellen, die trotzdem eine extrem gute Qualität hat, eine variable Drehzahl, rechts und links schwenkbar ist und auch noch wahnsinnig kompakt. Aber stimmt das alles? Lasst es uns prüfen. Ich muss wirklich sagen, ich freue mich auf dieses Video und ich freue mich, euch das alles hier mal zu zeigen. Denn was Metabo hier gemacht hat, ist schier genial. Wenn du ein neues Gerät kaufst, ja, oder dir vorstellst, was wäre denn so perfekt, hättest du so eine Liste so, ja, ich hätte gern das. Und was hat Metabo gemacht? Hat einfach die Liste genommen und gesagt, check. Und dann werde ich alles angecheckt, was in so einer Säge drinstecken muss. Das ist der pure Wahnsinn. Und das Beste ist, diese Säge, die neue KGSV 254 MC, kostet nur 350 € und es gibt eigentlich nichts, was diese Säge nicht hat. Und deswegen schauen wir uns heute mal wirklich alles an, was diese Säge kann. Und übrigens ein Hinweis, diese Säge heißt KGSV. Das V steht für variable Drehzahl. Ja? Denn wir haben hier auch noch eine KGSV, auch neu, die 216er, auch super kompakt, also wirklich das kompakteste, was ich mir überhaupt nur vorstellen kann. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Und die Vorgänger, wir haben hier eine KGS, nicht wundern. Es gibt durchaus auch eine KGSV in der Größe, aber die sieht im Wesentlichen baugleich aus. Wir wollten euch hier nur ein Gerät mal zur Seite stellen, an dem wir die Unterschiede uns anschauen können. Also gehen wir nochmal rein in das Thema und wir müssen am Anfang nochmal ganz klar über den Preis sprechen. Übrigens, wie immer findest du unten in der Videobeschreibung den ehrlichen Preisvergleich. Du kannst alles auch bei GoTools kaufen, alles supi, alles wunderbar. Aber was für einen Preis haben wir denn eigentlich hier? Wir haben bei der Säge, bei der 216er, also kleinere Schnitthöhe, kompakter nochmal, haben wir einen Preis von 270 €. Für nur ein paar Euro mehr und bei der Qualität, bei der Güte und bei der Größe, die wir haben, ist es echt nur ein paar Euro, für 350 € mehr bekommst du genau das. Und du bekommst du diese Säge, die 254 MC. Man muss auch wirklich sagen, in dem Preisbereich gibt es nichts Vergleichbares. Also keine Säge, die all das kann, was diese Säge eben kann. Und das schauen wir uns jetzt an. Und wir fangen bei der ersten Sache an, nämlich der Größe, das Thema Kompaktheit. Wir haben hier eine Größe und das ist wirklich erstaunlich. Und da müssen wir wirklich auch mal ganz genau nachmessen, wenn wir uns Folgendes anschauen. Wir nehmen das jetzt hier mal als Mittelpunkt. Wie sehr hebt diese Säge nach hinten aus? Und da seht ihr Folgendes, ja, aktiv gar nicht, sondern du hast das hier als Schlitten nicht mehr so wie hier und fährst das Ganze aus. Das heißt, hier sehen wir, das ist die maximale Ausladung. Und da haben wir hier eine Tiefe an der Stelle, ja, von dort bis hier von 31 cm. Also wir heben halt nur 31 cm raus. Bei der Säge sind es sogar nur 28 cm, das ist also noch mal weniger. Und jetzt gucken wir uns mal das hier an. Wenn wir jetzt hier das Ganze ausfahren, nehmt das hier mal ab, wenn wir das hier Ganze ausfahren, dann seht ihr Folgendes, ja, schwierig. Ja? Denn wenn wir uns das hier jetzt anschauen, sind wir hier bei satten 51 cm. Wir müssen bei beiden hier sogar noch 1-2 cm dazu rechnen, weil wir ja noch schwenken müssen, aber lassen wir es mal außen vor. 51 zu 31. Und jetzt wird es witzig. Wenn wir jetzt Folgendes nehmen und sagen, die Säge wird festgeschraubt auf einer Werkbank, dann brauchen wir nicht den vorderen Befestigungspunkt hier, sondern brauchen wir nur diese beiden. Dann können wir hier nochmal messen und sind hier, wenn wir hier rausgehen, sind wir hier am Ende sind wir bei 20 cm. Das heißt, diese Säge ist von der gesamten Fläche, von da bis hier, nur 51 cm groß, also hat nur 51 cm. Hier ist es so, bei 51 cm bist du nur da und musst jetzt nochmal die 20 draufrechnen, sind wir bei 71 cm. Das ist schon amtlich. Und jetzt hast du folgendes Thema. Wenn du diese Säge hier auf einer Werkbank befestigst, brauchst du mindestens rund 75 cm, um sie solide zu befestigen. Bei der Säge sind es eben nur 55 cm und das macht sich bemerkbar. Wenn du aber sogar noch mal einen Schritt weiter gehst und sagst, naja, ich habe die Säge, die ist ja kompakt, ich tüdel mir das zusammen unterm Tisch, nehme es mir nur hoch und möchte nur mal so eben arbeiten und mache sie nicht fest. Also schraube sie nicht fest.
dann musst du diesen vorderen Punkt hier auch noch irgendwo, nicht in der Luft haben, sondern den musst du auf einer Werkbank oder auf dem Tisch haben. Und dann bist du sogar schon bei 91 cm. Ja? Also du hast einen riesigen Bauraum, das kriegst du auf keine Werkbank mehr drauf. Das ist wirklich eine freistehende Werkbank irgendwo in der Mitte und du musst irgendwas bauen. Das hast du bei der hier eben nicht, weil selbst mit dem hier vorne sind wir immer noch in der soliden Größe einer normalen Werkbank oder in der Tiefe einer normalen Werkbank. Übrigens, diese Säge hier ist im Vergleich zu der hier nochmal 5 bis 7 cm kompakter und hier sind wir bei unter 50 cm. Das heißt, du musst ja nur dieses kleine Stück irgendwo hinstellen. Überleg dir das mal. Und dann kannst du hier stehen, kannst Sägen machen und tun. Und das ist halt wirklich die kleinste Werkbank, die man sich nur vorstellen kann. Die beiden kriegst du auf jede Werkbank. Und ich weiß, dass ganz, ganz viele von euch da draußen sagen, kompakt ist mir wichtig. Und ich möchte nicht etwas Riesiges irgendwo verstauen müssen wie die. Ich möchte jetzt auch nicht das groß irgendwie in meinen Transporter reintun. Ich möchte es auch sehr gut auf eine Werkbank positionieren. Viele Privatleute nehmen es ja auch als Kappstation und bauen sich das irgendwie rauf und haben dann immer wieder ein Problem mit der Tiefe. Hier ist es wirklich so, dass es vergleichbar mit den besten Sägen auf dem Markt und macht richtig Spaß. Übrigens, weil ich es vorhin nicht gesagt habe, dieser Auszug, ja, er gleitet absolut perfekt. Und übrigens, falls du dich entscheiden möchtest, welche ist die richtige Säge für dich? Die. Also die. Ich finde schon die. Aber du kannst es natürlich auch einfach nach der Schnitthöhe machen. Warum? Wir haben hier Sägen, die sind sich fast eineige Zwillinge. Die sind sich super ähnlich. Also alles, was ich hier gleich von der hier auch noch erzähle, gilt für sie hier natürlich auch. Aber der wesentliche Unterschied ist das Thema Schnitthöhe. Wir haben hier eine Schnitthöhe von rund 70 mm, hier haben wir eine Schnitthöhe von rund 92 mm. Ergo, du musst dir einfach nur überlegen, welche Schnitthöhe brauchst du. Hier im Namen haben wir ein V. Das heißt, im Lastenheft dieser Maschine steht Folgendes, und zwar eine variable Drehzahl. Wir haben hier einen kleinen Drehregler, da können wir einstellen von 1 bis 10 und können hier in einem Drehzahlband das Ganze wirklich sehr stark runter oder nach oben schrauben. Auf die Art und Weise kannst du für dein Material die Säge einstellen. Das ist im täglichen Arbeiten mit Holz gar nicht so wichtig, aber sobald du andere Materialien schneidest, ist das wirklich eine Sache, die du unbedingt brauchst, und das haben echt die wenigsten Sägen. Du möchtest ja wissen genau, wo dein Schnitt ist. Dafür gibt es ja grundsätzlich erstmal zwei Möglichkeiten. Nummer 1, es gibt den Laser, Nummer 2, es gibt das Schlaglicht, und ich wurde bekehrt. Ich finde inzwischen das Schlaglicht wesentlich cooler. Und ja, ich weiß, einige werden die alten Videos gesehen haben, wo ich immer gesagt habe, ach, Schlaglicht ist doch doof. Nee, wir haben hier in der Säge auch wirklich ein Schlaglicht, hatten wir bei der auch, haben die auch. Alle haben jetzt inzwischen ein Schlaglicht, und ich muss sagen, das ist echt ein nützliches Feature. Nächstes Thema, sehr nützlich. Die beiden neuen Sägen können Folgendes, und zwar können sie nach rechts und nach links schwenken. Das heißt, ich kann hier hinten das Ganze lösen, dann kann ich erstmal hier rüber schwenken, aber Achtung, bitte passt auf, dass ihr hier nicht ins Sägeblatt reinsägt. Ich nehme es hier auch mal wirklich als Sägeblatt hier in den Anschlag reinsägt. Nehmen wir die jetzt mal, Ruhe hier. Ich nehme die, lege es mal wirklich zur Seite, haben wir 45 Grad. Ich kann hier hinten an dem Hebel ziehen, ja, einmal entlasten, so, Moment. Ja, genau, reindrücken, nicht ziehen, und zack, jetzt bin ich bei 47 Grad. Und dass ihr mir das auch glaubt, ich kann das Ganze jetzt hier nach oben drücken, jetzt ziehe ich hier an dem Hebel und jetzt komme ich zur anderen Seite. Das können die beiden Sägen, und ich finde es super, dass es endlich komplett variabel ist. Nach der Neigung kommt die Gärung, und bei der Säge, beziehungsweise bei beiden Sägen, können wir das Ganze rechts und links auf 50 Grad einstellen. Eine weitere Verbesserung ist das hier. Wir haben hier einen Anschlag, der ist deutlich höher. In der Vergangenheit war es so, dass sie häufig nur so hoch waren wie dieser Strich. Man sieht das übrigens auch an der hier. Da sieht man hier vorne, ja, das ist relativ niedrig, hier hinten ist es ein Tick höher, aber zum Beispiel bei der 305er haben wir durchgängig hinten einen relativ niedrigen Anschlag. Jetzt ist es so, dass wir bei der Säge einen deutlich höheren Anschlag haben, und zwar rechts und links. Tolle Sache. Dann kommen wir zum nächsten, was die Säge einfach nur noch immer hat, ist das hier. Wir haben, oder fangen wir es lieber mal hier an, ist das hier. Wir haben hier die Verbreiterung, ja, die können wir hier ausziehen. Hier haben wir den großen Vorteil, dass wir hier zum Beispiel auch das hier nach oben klappen können, sodass wir das hier verstellen können auf ein bestimmtes Maß und können dieses Maß immer wieder sägen. Tolle Sache, ist eine Kleinigkeit, aber gleich mit dabei. Was wir auch machen können, ist Folgendes. Wir können das hier reindrücken, rausnehmen, andere Seite, auch rausnehmen. Dann nehme ich die beiden Teile, ich drehe es, und dann verbinden wir es hier zusammen. Zack.
Und jetzt haben wir einen Auflagetisch, den wir irgendwo platzieren können, auch weit weg von der Säge, zum Beispiel ein paar Meter entfernt, haben die perfekte Höhe. Hier liegen wir auf, da liegen wir auf und können so eine Verlängerung schaffen, wie du sie brauchst. Mal ganz kurz zwischendurch, du hast gesehen, was die Säge alles kann. Es kann das, alles super. Aber was ich auch cool finde, ist Folgendes. Für 350 €, in dem Fall bekommst du das Teil gleich mit dazu. Jetzt könnte man sagen, ja, so ein bisschen hier, aber nee. Viele legen gar nichts dazu, da auf keinen Fall einen so guten. Was wir hier haben ist, wir können hier einmal die Höhe einstellen, ja, können den überall einsetzen, das heißt also wirklich hier hinten einsetzen, wir können aber auch vorne einsetzen und dann das Geniale, das hier können wir einfach mit einem Punkt aufs Material absenken, dann nur noch festschrauben, fertig. Und das ist wirklich, wirklich gut und direkt im Lieferumfang. Was macht man häufig mit der Kappsäge? Genau, eine Nut oder auch sowas wie eine Überblattung zum Beispiel herstellen. Das geht wunderbar, aber dazu musst du die Tiefe des Schnittes begrenzen. Es gibt auch viele andere Anwendungen genau dafür. Und hier ist es so, bei der älteren Generation haben wir hier einen etwas anderen Mechanismus. Ja, hier ist es so, dass wir so ein kleines Plättchen nach vorne schieben und dann die Tiefe begrenzt wird. Ich kann sich hier natürlich genauso einstellen, nach oben, nach unten, wie ich das haben möchte. Und dann sägt das Blatt hier nicht nach unten. Übrigens ganz wichtig, hier ist kein Strom drin, das heißt, ich kann hier wirklich auch hinfassen. Macht das bitte zu Hause nicht nach, nur wenn ihr ganz sicher seid, jetzt ist hier kein Strom drauf. So, also, wir haben jetzt hier schöne Baufreiheit oder was ihr auch immer haben wollt, könnt das einfach zurückstellen, zack, und schon könnt ihr ganz normal sägen. Schön gemacht. Das ist hier bei der neuen Säge ein bisschen anders gelagert. Wir haben hier ein etwas größeres Metallplättchen, was wir zur Seite tun. Jetzt haben wir volle Schnitttiefe oder Schnitthöhe, je nachdem. Jetzt können wir es nach oben tun, können das hier zur Seite fahren und dann haben wir hier eine Schnittbegrenzung. Das machen übrigens auch beide Sägen exakt gleich. Und jetzt kommen wir zu einem nächsten Test und auch dem Abschluss heute, und zwar das Thema Absaugen. Ich werde jetzt einen Balken nehmen, mache jetzt hier mal, weiß ich nicht, 20 Schnitte und schaue mal, wie gut hat sie denn abgesaugt. Wir sehen hier das Absaugergebnis und ich muss sagen, das ist richtig gut geworden. Wir haben so eine kleine Menge hier, die wir nicht abgesaugt haben. Das ist schon echt erstaunlich. Ja? Das ist so wenig, das ist eine Messtoleranz unserer großen Waage. Ich will jetzt mal schätzen, es sind 2 bis 3 Gramm. Vielleicht sind es 4, aber ich glaube noch nicht mal. Also es ist echt wenig, was hier drumherum eben nicht abgesaugt wurde. Und ich habe jetzt hier mal die große stellvertretend stehen gelassen, weil du kaufst die große. Glaub mir, du kaufst die große. Ja? Aber lass uns noch mal über das Thema Preis-Leistung sprechen. Wir haben hier ein absolutes Preiswunder. Für den Preis, 350 € bekommst du alles, was du willst. Eine sehr gute Qualität. Du bekommst einen Schlagschatten, du bekommst eine kompakte Säge, 90 mm, 92 mm Schnitthöhe. Wir wollen ja korrekt bleiben. Wir können rechts, links schwenken und so weiter und so fort. All das für genau diesen Preis. Ich finde das richtig genial, weil in der Preisklasse gibt es aus meiner Sicht nichts, was all das kann. Ich bin auf eure Meinung total gespannt und meine Frage ist, fehlt auf der Checkliste irgendwas bei euch? Und solange wie ihr das beantwortet, ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.